Moin meine Freunde des selbsterzeugten Stroms und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr in der InnoVolt App ein Smart Meter koppeln könnt. Damit wir das Ganze koppeln können, müssen wir von dieser Startseite einmal hier unten auf Geräte gehen und dann wie, als ob ihr ein neues System hinzufügen wollt, hier oben rechts auf das entsprechende Plus. Nun haben wir hier eine ganze Reihe an Herstellern, wo wir dann entsprechend den Hersteller unseres Smart Meters raussuchen müssen. In meinem Fall ist es Everhome, nämlich der Echo Tracker iAir. Die Kopplung der Smart Meter ist relativ identisch zu allen anderen. Ihr müsst immer die IP-Adresse eures Smart Meters eintragen. Die könnt ihr rausfinden, indem ihr in eurem Router einmal schaut, welche IP-Adresse dieses Gerät zugewiesen bekommen habt. Oder wenn ihr eine entsprechende App nutzt für das Gerät, dann könnt ihr in dieser App auch meistens nachschauen, welche IP-Adresse dieses Gerät zugewiesen bekommen hat. In meinem Fall ist es die 192.168.2.154. Wenn ihr die IP-Adresse eingegeben habt, klickt ihr einfach auf den Weiter-Button. Nun erkennt er, okay, ich habe hier einen Echo-Tracker mit folgender Seriennummer und nun fragt er sich, mit welchem Gerät er verbunden werden soll. Also, habe ich nur ein Gerät, dann könnt ihr es nur mit einem Gerät koppeln, logischerweise. Habe ich mehrere Geräte, also in dem Fall 3 Powerflex-Systeme, kann ich dieses Smart Meter trotzdem immer nur mit einem einzigen Gerät koppeln. So, wie wir das Ganze jetzt am besten machen ist, wenn ihr trotzdem das Smart Meter für alle 3 Geräte verwenden wollt, ist, dass ihr ein Cluster aus diesen 3 Geräten baut und ihr weist dieses Smart Meter dementsprechenden Master in diesem Cluster zu. In meinem Fall ist die Seriennummer mit der 63 am Ende meine Haupteinheit. Dann sagen wir einmal Link. So, haben wir gesehen, das Linken hat funktioniert. Sagen wir dann. Und jetzt sehen wir, dass das Gerät in der Netzwerkkonfiguration ist. Dieser Zustand kann tatsächlich einen Moment dauern, also so 1 bis 2, manchmal vielleicht maximal 5 Minuten. Wartet dort einfach einen Moment. Wenn das Gerät fertig konfiguriert ist, dann sehen wir das wie beim Cluster, das aktuelle Datum mit der aktuellen Uhrzeit entsprechend. Manchmal hilft es auch, wenn ihr die App einmal so runterziehen, aktualisiert. Aber genau, wie gesagt, wartet einfach einen Moment. Wir sehen, hat auch schon funktioniert. Der hat jetzt hier den aktuellen Status. Wir sehen aber, dass hier oben dieses WLAN-Symbol entsprechend noch durchgestrichen ist. Das heißt, dass die Daten, die von diesem Smart Meter kommen, noch nicht in der Cloud ersichtlich sind. Die lokale Steuerung funktioniert aber bereits damit. Wenn wir uns das Ganze jetzt einfach mal anschauen, sehen wir, dass das Smart Meter entsprechend schon Werte in die App reinliefert. Bevor ihr das Ganze dann im Cluster benutzt, würde ich jetzt persönlich noch 2-3 Minuten warten, bis dieses durchgestrichene WLAN-Symbol vollkommen erloschen ist, so wie hier jetzt. Ja, dann könnt ihr hier in die Cluster-Einstellungen gehen, euren Master anklicken und dann könnt ihr hier beim Arbeitsmodus Eigenverbrauch priorisieren, anwählen, Einstellungen. Dann wählen wir natürlich aus, dass wir ein Smart Meter verwenden wollen und dann wählen wir das gerade gekoppelte Smart Meter aus. Und schon haben wir mit unserem Cluster ein entsprechendes Smart Meter konfiguriert für Nulleinspeisung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, Daumen nach oben und Fragen gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.